Er ist einer der seltensten und gefragtesten deutschen Vorkriegs-Oldtimer, der BMW 319-1. Nur 178 Stück wurden gebaut. Ein gut erhaltenes Modell kostet mehr als ein neuer Ferrari. Nur einer der Gründe, mit dem BMW vorsichtig zu fahren. Ist es wirklich entscheidend, dass man immer beide Hände am Lenkrad fest hat. Alleine deswegen, weil das Fahrzeug durch Übersteuern oder Untersteuern relativ schnell empfindlich reagiert. An diesem Wochenende will der Besitzer mit seinem 319-1 bei einer Rallye durch die Alpen mitfahren. Doch schon bei der Anreise bahnt sich ein Defekt an. Der Schaden muss so schnell wie möglich repariert werden. Dann werde ich an der Ausfahrt hoffentlich in Österreich teilnehmen können. Andreas Moser ist mit seinem BMW 319-1, Baujahr 1936, von Deutschland unterwegs nach Österreich. In den Salzburger Alpen will er an einer Rundfahrt des BMW Veteranenclubs teilnehmen. Grundsätzlich packt Andreas seinen 319er nicht auf einen Anhänger. Der Reiz ist der Klang des Motors, ist quasi die ganze Umgebung, dadurch, dass das Auto ja als Cabrio oder als Roadster offen ist. Man nimmt einfach die Natur und die Geschwindigkeit ganz anders wahr, als wie in einem herkömmlichen, modernen, heutigen Auto. Der BMW 319 wurde 1934 mit dem neuen 1,9 Liter Sechszylinder als Sportwagen vorgestellt. Als Nachfolger des 315-1 Sport, von dem er sich äußerlich kaum unterscheidet. Doch für den 319 musste man damals stolze 6.000 Reichsmark hinlegen. Fast viermal so viel, wie ein Arbeiter pro Jahr verdiente. Dafür bot er 15 PS mehr Leistung als der 315er. Der Motor sollte zunächst ausschließlich im Sportwagen zum Einsatz kommen, wurde dann aber auch in Verbindung mit anderen Karosserien als BMW 319 angeboten. Kurz vor Salzburg muss Andreas Moser mit seinem BMW überraschend in eine Werkstatt. Er hat unterwegs ein lautes Klappern an der Hinterachse gehört. An der Hebebühne macht er sich auf Fehlersuche. Zusammen mit einem Freund, der auch einen Vorkriegs-BMW besitzt. Das Radlager. Nee, wir sind fest. Okay. Aber woher kommt dann dieses Klappern? Also du meinst, dass ich getrost fahren kann? Nein, absolut. Also das ist Du kannst kein, getrost fahren. das ist kein Diesem Start steht nichts im Wege. Okay. Der Auspuff vielleicht. Ja, pass auf, dass dich jetzt nicht verbrennst, weil ich gerade gefahren bin. Es kann sein, dass, wenn Entschuldigung, wenn da ein Klapper ist, vielleicht das eine Kleinigkeit. Die Gummis vom Auspuff sind ein bisschen locker und hier schlägt der Auspuff am Fahrgestell an. Ich wollte mir halt wirklich nur ganz sicher sein, dass das soweit wirklich in Ordnung ist und nicht, dass ich dann vielleicht morgen dann einen relativ großen Schaden habe und eventuell sogar noch einen Abschlepper brauche bis nach Hause. Weil Andreas Moser vor kurzem einen großen Defekt am Differential hatte, überprüft er sein Auto jetzt bei jedem ungewohnten Geräusch. Zuversichtlich, dass er heute mit seinem BMW nicht liegen bleiben wird, reiht er sich auf dem Oldtimer-Treffen zur technischen Abnahme ein. Dann schauen wir mal das Licht an. Können wir jetzt die Lichter gleich kontrollieren? Ja. Und die Lenkung. Lenkung müssen wir gleich machen. Ja. Funktioniert, gell? Okay. Das Licht schauen wir gleich an. Bremslicht. So, Bremslicht. Ja, geht. Geht, ja. Okay. Das Blinker noch. Blinker. Funktioniert. Geht, ja, funktioniert. Okay. Tadellos. Schauen wir halt einen Motor rein, ob alles dicht ist. Ja, können wir gerne machen. Also du siehst, dass es alles original drin ist. Es sind keine zusätzlichen Schnickschnack-Anbauteile drin. Der BMW hat noch die originalen Fahrgestellnummern im Motorraum. Eine der Voraussetzungen für die Teilnahme an der Veranstaltung. Außerdem darf das Fahrzeug keine technischen Mängel haben. Mitfahren lassen würde ich einen nicht, wenn die Hardescheibe von der Lenkung kaputt ist oder ein größerer Ölmangel, also Ölundichtheit ist oder eben Benzinundicht. Dann kann er nicht mitfahren. Nach 15 Jahren kennt Andreas Moser seinen BMW 319-1 in- und auswendig. Dieses Modell ist 178 Mal nur gebaut worden. Es hat vorher noch ein anderes Modell gegeben, das war etwas schwächer in der Leistung. Das war der sogenannte 315-1. Daraus ist dann später dieser 2-Liter-Motor entwickelt worden mit 55 PS. Und aus diesem Motor wurde später dann durch den Rennsport die Weiterentwicklung für den 328 betrieben. Auch typisch für das BMW-Fahrzeug ist eigentlich schon die Linie
des BMW-Emblems in Verbindung mit den jeweiligen beiden sogenannten Nieren. Des Weiteren ist bei diesem Auto noch absolut original, das sind die Scheinwerfergläser, die alle aus der Vorkriegszeit stammen. Deswegen ist hier auch kein Typprüfzeichen drin. Und was die Entwicklung zwischen dem 319 und dem 315er im Wesentlichen eigentlich als Unterschied oder als Merkmal kennzeichnet, ist die Motorisierung. Der 315 hat, wie der Name schon sagt, 1500 Kubik und der 319-1 hat 1900 Kubik. Des Weiteren gibt es bei diesem Auto keine Heizung. Die hat man damals im Endeffekt nicht benutzt, weil früher es nicht diesen Frostschutz gegeben hat, so wie in der heutigen Zeit. Man musste früher im Winter das Wasser aus dem Motor herauslassen. Wenn man das nämlich nicht getan hat, dann ist der Motorblock aufgefroren und somit war er im Endeffekt zerstört. Was bei dem Auto auch noch sehr schön ist quasi der offene Stiel mit der sogenannten Haarschaltung. Und gleichzeitig habe ich hier in dem Fahrzeug mein Bordwerkzeug untergebracht. Das ist zum größten Teil noch original erhalten. Interessant ist bei diesem Auto auch unter anderem, dass quasi die Linienführung, wenn man das Fahrzeug von der Seite sich genau betrachtet, die sogenannten Radkästen zusätzlich noch verkleidet sind aus aerodynamischen Gründen, um dementsprechend Verwirbelungen im Radkasten zu vermeiden. Was auch interessant ist bei dem Fahrzeug, es hat früher ja keine Beleuchtungseinrichtungen gegeben, so wie im heutigen Straßenverkehr. Das Auto hatte früher eigentlich nur ein Stopplicht und eine Begrenzungsleuchte. Diese beiden Leuchten sind jetzt bei diesem Auto etwas modifiziert worden und ist heute als dritte Bremsleuchte ausgelegt worden. Des Weiteren haben aus verkehrstechnischen Gründen links und rechts 2 Positionslampen zusätzlich noch montiert werden müssen. Ein richtiges Verdeck bei diesem Auto gibt es eigentlich nicht. Hinter dieser kleinen Plane verbirgt sich nur ein ganz kleines Verdeck. Das ist eigentlich nur ein Notverdeck, was aber nicht vor den eigentlichen Regengüssen schützt. Also das muss man schon in Form der eigenen Kleidung bewältigen. Am Abend vor der Abfahrt nach Österreich hatte Andreas bei einer Testfahrt noch einen Defekt im Motor entdeckt. Zusammen mit Sohn Alexander hat er versucht, das Problem zu finden. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich bin mit dem Alexander auf einer Probefahrt gewesen und auf dieser Probefahrt haben wir jetzt Geräusche festgestellt. Die Geräusche kann ich jetzt eigentlich als solches noch nicht genau lokalisieren, aber es ist aus dem Bereich des Motors gekommen und ich möchte jetzt auf der sicheren Seite sein und deswegen kontrolliere ich jetzt den Motor mit dem Alexander zusammen. Nach kurzer Suche haben die beiden die Ursache für das Geräusch entdeckt. Die Mutter an der Riemenscheibe der Lichtmaschine hat sich gelöst und ist während der Fahrt verloren gegangen. Andreas baut die Lichtmaschine aus, um sie zu überprüfen. Doch eine neue, passende Mutter muss er noch bei einem Freund besorgen. Heute werden wir das jetzt nicht mehr schaffen. Es ist jetzt auch schon relativ spät. Ich werde jetzt zu meinem Kumpel fahren und werde dort die Mutter holen, die er mir jetzt schon bereitgestellt hat. Und dann muss ich morgen früh halt leider sehr früh aufstehen, damit ich das Auto wieder komplettieren kann. Der Alexander wird mir bestimmt auch noch helfen. Und dann werde ich an der Ausfahrt hoffentlich in Österreich teilnehmen können. Nach einer kurzen Nacht hat es Andreas dann geschafft, das Auto für die Fahrt in die Salzburger Berge noch rechtzeitig flott zu bekommen. Weil er den BMW selbst restauriert hat, kennt er jede Schraube und jeden Handgriff. Bei diesem Objekt, das war ein Vollrestaurierungsobjekt, weil es nämlich auch in einem Unfall verwickelt war. Und es war von dem Auto als solches relativ viel an Teilen kaputt, sodass das Auto eigentlich komplett neu aufgebaut werden musste. Die Restaurierung in der heutigen Zeit ist natürlich relativ aufwendig, weil man muss sich natürlich im In- und Ausland über die Ersatzteilversorgung erstmal schlau machen, beziehungsweise man muss auch wieder Kontakte knüpfen, um das ein oder andere Ersatzteil original zu bekommen. Da die Karosserie auf einem Holzrahmen sitzt, musste Andreas lange suchen, bis er einen Stellmacher, einen Experten für gebogenes Holz gefunden hatte. Die Holzarbeiten waren aber nicht der schwierigste Teil der Restauration. Der aufwendigste Abschnitt war eigentlich das Revidieren des Motors. Also das fängt schon damit an, dass früher ja ganz andere Lagerschalen verwendet wurden für die Kurbelwelle. Und ich wollte keine gegossenen Lager mehr haben, sondern ich habe da auf modernes Material zurückgegriffen, was einfach besser ist. Die aufwendige Restauration an Motor und Karosserie hat sich gelohnt.
Nach insgesamt 14 Jahren Arbeit am BMW steht der 319er-1 heute wie ein fast neues Auto da, ohne überrestauriert zu wirken. Die Preise für ein solches Modell beginnen heute bei 230.000 €. Der Morgen der Rallye. Neben diesem 328er mit Graber-Karosserie sind noch 50 weitere klassische Fahrzeuge und alte Motorräder in die Nähe von Salzburg gekommen, um gemeinsam mit dem österreichischen BMW-Veteranenclub durch die Berge zu fahren. Andreas checkt kurz vor dem Start noch einmal das Öl. Denn der Verschleiß ist natürlich bei alten Motoren doch relativ hoch. Man kann sagen, jetzt die Faustregel auf 1000 Kilometer braucht er ca. 1 Liter Öl. Das ist ganz normal, sage ich jetzt mal, gerade für alte Motoren. Wichtig ist, dass man für alte Motoren natürlich auch das alte Öl hernimmt. Kein Synthetiköl, kein modernes, weil die Lager dadurch schneller ausgewaschen werden, also die Kurbelwellenlager. Dann setzt sich das Feld der alten BMW in Bewegung. Über 300 Kilometer vorbei am Wolfgangsee und durch die Alpen liegen vor ihnen. Startberechtigt bei dieser Rallye ist jeder BMW bis einschließlich Baujahr 1981. Dabei sind natürlich auch die legendäre BMW Isetta, eine Reihe Vorkriegs-BMW wie die 327er und 328er. Der berühmte V8 Barockengel und einige Vorkriegsmotorräder. Sowie natürlich die Modelle der CS, 02er und E30-Reihe. Andreas Moser kann in seinem 319-1 im Feld der klassischen BMW gut mithalten. Immerhin leistet der rein Sechszylinder 55 PS bei einem Gewicht von nur 780 Kilogramm und kann damit eine Spitzengeschwindigkeit von 135 km/h erreichen. Seit 1930 sind offene Zweisitzer im Programm der bayerischen Marke. Der 319 war der erste richtig kernige Sportwagen, der auch gelegentlich für Rennen eingesetzt wurde. Also wenn ich jetzt mit meinem 319er auf der Straße fahre, dann kommen bei mir verschiedene Gefühle hoch. Zum einen ist das Auto genauso alt wie meine Mutter. Und zum Zweiten bin ich eigentlich jetzt richtig happy, dass ich dieses Projekt wirklich zu einem schönen finalen Abschluss gebracht habe. Und deswegen habe ich eigentlich richtig Freude, dieses Auto zu bewegen. Und wenn Andreas mit seinem BMW richtig Gas gibt, dann wird das Auto nicht geschont. Der Fahreindruck bei diesem Auto ist jeden Tag von neuen Überraschungen. Das fängt schon damit an, dass jede Bodenwelle etwas anders ist und das Auto jeweils in den Kurven etwas anders reagiert als wie ein modernes Auto. Weil es Hinterachse und Lenkung durch Unebenheiten in der Straße öfter mal verschlägt, muss Andreas Moser seinen 319er immer mit höchster Konzentration fahren. Bei einem Zwischenstopp der Rallye am Hallstätter See hat Andreas die Gelegenheit, den 319-1 mit seinem Vorgänger, dem BMW 315-1, zu vergleichen. Das Hauptmerkmal zwischen dem 315er und dem 319er ist, der 315er hat ja eine 1,5 Liter Maschine und der 319er, wie der Name schon sagt, hat eine 1,9 Liter Maschine. Die 315er Maschine hat 45 PS und der 319er hat 55 PS. Karosseriemerkmale sind als Unterschied, es hat verschiedene Ausführungen gegeben, auch Zentralverschlussfelgen. Das würden wir jetzt hier bei diesem Modell 315-1 sehen. Das sind Zentralverschlussmuttern, die im Endeffekt ermöglichen, relativ schnell ein Ersatzrad zu montieren. Ein weiteres Merkmal ist hier, wenn man an der Motorhaube schaut,
Der hat keine zusätzlichen Zierleisten dort. Bei dem 319er sind zusätzlich 3 verchromte Zierleisten versetzt angeordnet. Das sollte dem Auto noch mehr Sportlichkeit verleihen und auch gleichzeitig Windschnittigkeit. Ansonsten sind die Autos eigentlich fast baugleich. Das Einzige, es hat noch Unterschiede gegeben in den Stoßdämpfern. Beim 315er sind schwächere Stoßdämpfer verwendet worden und man hat dann eben aus der Erfahrung und der Entwicklung hat man gesehen, dass das Auto von der Straßenlage her nicht den Wünschen eines ambitionierten sportlichen Fahrers entspricht. Und deswegen hat man dann für den 319er hat man dann stärkere Stoßdämpfer verbaut, inklusive einer Blattfeder mehr im Gegensatz zum 315er. Und das waren eigentlich so die typischen Merkmale. Woran man das noch erkennt, ist, es gibt eine Differenzierung. Beim 315-1 sieht man hier im Tacho die farblichen Markierungen. Die farblichen Markierungen hat dem Fahrer eigentlich vermittelt, dass er jetzt in den nächsthöheren Gang schalten muss oder sollte, um das Getriebe zu schonen. Ansonsten von der Instrumentierung ist es identisch wie beim 319. Neben seiner Sportlichkeit zeichnet den 319er auch seine Zuverlässigkeit aus. Die Erfahrung hat jetzt über 4000 Kilometer gezeigt, dass man eigentlich relativ wenig dran schrauben muss. Wichtig ist, dass natürlich das Auto vorher in einen richtig guten Zustand versetzt wurde. Dann hat man eigentlich auch am wenigsten Ärger und hat eigentlich mehr Spaß am Fahren. Der Spaß am Fahren kann aber durch einen kleinen Konstruktionsfehler getrübt werden, wenn man mit dem BMW bergauf fahren muss. Ja, ich fahre ja jetzt dann voraussichtlich in die Berge, laut dem Roadbook. Und grundsätzlich ist es so, bei dem Auto hat es eigentlich ein bisschen eine Fehlkonstruktion vom Tank her gegeben. Und damit ich quasi nicht Gefahr laufe, dass ich dann ohne Sprit in den Bergen stehe, tanke ich immer voll. Damit ist eigentlich für mich immer, bin ich auf der sicheren Seite, dass im Endeffekt also genügend Sprit dann noch vorhanden ist. Der Fehler liegt in der Form des Tanks. Die Fehlkonstruktion ist eigentlich, da sieht man daran, dass der Tank ja hier trapezförmig ist. Hier ist jetzt die Zufuhr zum Kraftstofffilter und vom Kraftstofffilter in die Pumpe. Und wenn ich jetzt den Berg rauffahre, dann ist ja übertrieben gesehen der Tank in dieser Neigung. Und somit fällt mir das ganze Benzin nach hinten in den Tank und dann bleibt mir vorne der Sprit weg. Und somit kann es dann passieren, im ungünstigsten Fall, wenn die Steigung relativ lange ist, dass ich dann keinen Kraftstoff mehr bekomme und dann bleibt der Motor stehen. Da es heutzutage nur noch bleifreies Benzin gibt, muss Andreas eine entsprechende Menge Bleizusatz in den Tank kippen. Auch wenn der Motor über 75 Jahre alt ist der Verbrauch doch erträglich. Es kommt immer darauf an, in welche Fahrweise man anwendet, ob man flott unterwegs ist oder ob man wirklich jetzt spritsparend fährt. Auch das ist möglich, aber unter 12 Liter komme ich nicht weg. Bevor es in die Salzburger Berge geht, macht die BMW Rallye noch einen kurzen Zwischenstopp im berühmten Hallstatt am See, das originalgetreu in China nachgebaut worden ist. Dank einer Sondergenehmigung dürfen die BMW-Klassiker sogar in die ansonsten für den Verkehr gesperrte Altstadt auf den Marktplatz fahren. Die BMW wie der 328 sind hier zwischen den historischen Häusern für eine Stunde die Attraktionen für die vielen Touristen. Schließlich startet Andreas Moser seinen 319er für die letzte Etappe der Rundfahrt. Mit seinem geringen Gewicht ist der kleine BMW am Berg vielen stärkeren Fahrzeugen überlegen. Immer beide Hände fest am dünnen Riesenlenkrad zieht der 319er durch die Serpentinen fast wie auf Schienen nach oben. Dank der niedrigen Temperaturen hat keiner der alten BMW Probleme, die steile und kurvenreiche Strecke zu erklimmen. Nur wenn es bergab geht, hat der Fahrer mit dem 319er in der Regel die größten Schwierigkeiten.
Die Schwachstelle des 319ers ist eigentlich die unterdimensionierte Bremse, weil die Bremse ist früher über Seilzugmechanismus betätigt worden. Ich habe die auf eine Hydraulikbremse umgebaut und Gott sei Dank ist das Ersatzteilrepertoire bei BMW so groß, dass man auf Originalteile zurückgreifen kann aus anderen Fahrzeugtypen und die sind jetzt in diesem Auto verbaut. Wenn man dann mit dem Fahrzeug unterwegs ist, ist es wirklich entscheidend, dass man immer beide Hände am Lenkrad fest hat. Alleine deswegen, weil das Fahrzeug durch Übersteuern oder Untersteuern relativ schnell empfindlich reagiert. Und sobald man eine Bodenwelle quasi durchfahren hat, kann man eine böse Überraschung erleben, indem zum Beispiel auch das Heck relativ schnell versetzt, was natürlich ein Gegenlenken sofort erfordert. Ansonsten würde es einen wirklich von der Fahrbahn drehen. Am Ende einer langen Ausfahrt kommen alle Teilnehmer mit ihren BMW wieder heil die Berge hinunter. Unterwegs gab es keine einzige größere Panne. Auch der BMW 319 von Andreas Moser hat nach den anfänglichen Schwierigkeiten die Ausfahrt ohne technische Probleme gemeistert. Bevor er sich auf den weiten Weg nach Hause macht, checkt Andreas zur Sicherheit noch einmal das Öl. Also man sieht, dass er jetzt noch mal einen leichten Ölverlust hatte. Das wird wahrscheinlich in den Bergpassagen passiert sein. Wenn du genau hier hinschaust, dann siehst du hier oben leichten Ölschwamm, der im Endeffekt sich hier fortsetzt über die Ventildeckeldichtung, dann runterläuft. Auch hier sieht man noch jetzt vereinzelt frische Tropfen, die waren vorher nicht. Ich denke, das ist eigentlich jetzt nicht bedenklich. Die Keilriemenspannung ist in Ordnung, ja. Im Vergleich zu anderen Oldtimern ist dieses Auto sehr pflegeleicht und sehr komfortabel. Und deswegen würde ich mir dieses Auto jederzeit wieder kaufen. Gesagt, getan. Auf Basis eines 319er hat Andreas Moser bereits das nächste Vorkriegsprojekt zum Restaurieren in der Garage stehen. Noch aber will er jedes Jahr mindestens 8000 Kilometer mit seinem aktuellen Wagen fahren. Dabei kommt es für ihn nach wie vor nicht in Frage, den BMW auf einem Anhänger zu einer Veranstaltung zu bringen. Denn wie viele Oldtimer-Fans ist auch Andreas der Meinung, dass sein Auto zum Fahren gemacht ist.